Hallo Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Requirierungen, also Beschlagnahmungen und Enteignungen, militärische Beschlagnahmungen, Requirierungen. Eine Anfrage der Grünen im Deutschen Bundestag enthüllte bereits im Jahr 1989 die Anwendungsgrundsätze für Requirierungen im Verteidigungsfall. Dazu habe ich ein extra Video gemacht zum Verteidigungsfall. Diese Anwendungsgrundsätze bedeuten, die Bundeswehr darf zivile Leistungen nutzen, wenn sie den Bedarf durch eigene Kräfte und Mittel nicht decken kann, was bei unserer desolaten Bundeswehr sicherlich der Fall ist. Die verbündeten Streitkräfte werden im Rahmen der Grundlage des NATO-Truppenstatuts, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut sowie ergänzender Vereinbarungen durch zivile Leistungen unterstützt. Also wir müssen dann ausländische Truppen, der Bürger muss sie unterstützen. Die NATO-Befehlshaber sind befugt zur Durchführung ihrer Aufträge zivile Leistungen über die territorialen Befehlsinhaber, Kommandeure bei den deutschen Behörden anzumelden. Das sind mal die Grundlagen. Die Anzahl der zu beschlagnahmenden zivilen Fahrzeuge zur Deckung des Ergänzungsbedarfs der Bundeswehr und der verbündeten Streitkräfte wurde damals auf rund 159.000 Kraftfahrzeuge geschätzt. Dabei handelte es sich um Lastkraftwagen, um Kraftomnibusse, Anhänger, Personenkraftwagen, Tankwagen, Gräder und Kranwagen der unterschiedlichsten Größenklasse. Heute dürfte diese Zahl noch größer sein. Die Grünen hatten Informationen, dass 1800 Züge, das heißt ca. 18% des damaligen der damaligen DB-Kapazität, nur für das Anfangskriegsmarschprogramm der US-Streitkräfte zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Bundesregierung bestätigte dies jedoch aufgrund von militärischer Geheimhaltung nicht. Auch mit anderen Bundesgesetzen können die Behörden in Katastrophenfällen, bei Terror, wirtschaftlichen Krisen oder im Verteidigungsfall privates Eigentum requirieren. Deshalb sollten wir uns diese Gesetze einmal näher anschauen. Das Bundesleistungsgesetz ermöglicht nach dem Rechtslexikon die Anforderungen von Leistungen, zum Beispiel Überlassung von Sachen oder Anlagen, Werk, Instandsetzung und Verkehrsleistungen für Zwecke der Verteidigung und der Stationierung der verbündeten Streitkräfte. Außerdem regelt das Bundesleistungsgesetz BLG die Nutzung von Grundstücken und Straßen für Manöver und andere militärische Übungen sowie die Entschädigung für Manöverschäden durch deutsche und verbündete Streitkräfte. Das BLG dient also allgemein der Inpflichtnahme von privatem Eigentum bzw. der Nutzung von Einrichtungen und Leistungen privater im Falle von Manövern und Kriegshandlungen deutscher oder alliierter Streitkräfte auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. In diese Beschaffung fallen auch das Landesbeschaffungsgesetz und das Schutzbereichsgesetz. Das BLG trat am 9. November 1956 in Kraft. Die letzte Änderung erfolgte am 1. März 2010. Nach dem BLG können die Behörden zur Abwendung einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Abwendung oder Beseitigung einer die Sicherheit der Grenzen gefährdenden Störung der öffentlichen Ordnung im Grenzgebiet, für Zwecke der Verteidigung, im Besonderen zur Abwendung einer Gefahr, durch die von außen der Bestand des Bundes entweder unmittelbar oder mittelbar im Rahmen seiner Einordnung in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit bedroht wird,
zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen über die Stationierung und die Rechtsstellung von Streitkräften auswärtiger Staaten im Bundesgebiet und zur Unterbringung von Personen oder Verlegung von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen durch schriftlichen Leistungsbescheid folgende Sachen zum Gebrauch, zum Mitgebrauch oder zur anderen Nutzung anfordern. Also auch die alliierten Streitkräfte in Deutschland. Bewegliche Sachen, Funkanlagen, Fernsprech- und Fernschreibteilnehmereinrichtungen, bauliche Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen, unbebaute Grundstücke, freie Flächen von bebauten Grundstücken. Von Besitzer Eigentümer ist nach Anforderung Folgendes zu unterlassen: Gebrauch, Mitgebrauch der sonstigen Nutzung oder der Änderung von beweglichen und unbeweglichen Sachen, Einbauten, Änderungen oder Wiederherstellungsmaßnahmen an beweglichen oder unbeweglichen Sachen, Duldung von Einwirkungen auf bewegliche und unbewegliche Sachen, Werkleistungen, insbesondere Instandsetzungsleistungen. Also all das darf der Eigentümer und Besitzer dieser Dinge, die requiriert werden, nicht mehr an seinen eigenen Sachen vornehmen. Außerdem ist die Inanspruchnahme von Räumen, Studios, Sende- und sonstigen technischen Einrichtungen und Anlagen der Rundfunkanstalten nur dann zulässig, wenn sie zur Anwendung oder Beseitigung der Bedrohung oder Gefahr unerlässlich sind. Also auch hier können dann die Alliierten und also die Alliierten, weil die Deutschen stehen ja unter der Kuratel der Alliierten, dann unsere Rundfunkanstalten übernehmen. Gewinnungs-, Fertigungs- und Handelsbetriebe, Reparatur- und Reinigungsbetriebe dürfen allerdings nicht angefordert werden. Sachen, die zur Fortführung eines solchen Betriebes unentbehrlich sind, dürfen nur dann angefordert werden, wenn dies für die Zwecke der Verteidigung unumgänglich und notwendig ist. Im Verteidigungsfall sind die Behörden der Bundeswehrverwaltung als Anforderungsbehörden zuständig für die Anforderung folgender Gegenstände, soweit diese für die Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte benötigt werden. Also jetzt kommen die Dinge, die die Bundeswehr und die Streitkräfte beschlagnahmen können. Waffen und Munition, ausgenommen Jagd- und Zielwaffen, Zelte, sonstige Ausrüstungsgegenstände und Unterkunftsgeräte für Truppen, Kraftfahrzeuge nebst Zubehör, sonstige Verkehrsmittel mit Ausnahme der See- und Binnenschiffe und Straßenbahnen, optisches Gerät und Fernmeldegeräte, Stromerzeugungsanlage, also Notstromaggregate können ebenso requiriert werden, soweit sie nicht wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks sind. Werkzeuge, Gerätschaften und Maschinen, die zur Instandsetzung und Instandhaltung erforderlich sind. Betriebs- und Brennstoffe, Baustoffe und Bauhilfsstoffe. Werkzeuge, Gerätschaften und Maschinen zur Herstellung oder Wiederherstellung von Gebäuden, Verkehrswegen und sonstigen Anlagen. Sie als Eigentümer eines Gebäudes oder Grundstücks können die Entziehung des Eigentums verlangen, wenn ihnen die Überlassung zum Gebrauch, zum Mitgebrauch oder zur anderen Nutzung über die Dauer der ersten Anforderung hinaus nicht zugemutet werden kann. Also es ist eigentlich Idiotie. Man kann sich quasi selbst enteignen. Zudem besteht eine umfassende Auskunftspflicht der Betroffenen wie in § 15 BLG beschrieben. Sie müssen also sich nackt machen, was sie haben. Zur Sicherstellung der angeforderten Leistungen des Militärs kann auch eine Beschlagnahme durchgeführt werden. Truppen, auch ausländische Verbündete, dürfen zu Manövern und für andere Übungen Grundstücke überqueren, Grundstücke vorübergehend besetzen, Grundstücke zeitweilig sperren. Aber ohne Einwilligung des Berechtigten darf man bestimmte Grundstücke nicht überqueren.
besetzen oder sperren zum Beispiel bebaute Grundstücke, Natur- und Wasserschutzgebiete, Nationalparks, Friedhöfe, Anlagen zur Straßen- und Eisenbahn, Wasserstraßen, Verkehrsflughäfen und so weiter. Doch es gibt klare Vorgaben, was der Truppe aufgrund von Bereitstellungsbescheiden zu gewähren ist. Zur Unterbringung von Dienststellen, Personen, Tieren, Fahrzeugen sowie Waffen, Gerät und sonstigen Bedarfsgegenständen sind der Truppe die erforderlichen Räume zur Verfügung zu stellen. Als behelfsmäßige Unterkünfte sind auch solche Räume zur Verfügung zu stellen, die üblicherweise anders verwendet werden. Nach den vorhandenen Möglichkeiten sind außerdem zur Verfügung zu stellen Beleuchtung, Wasser, Heizung, Lagerstrom. Die Behörden haben in den Fällen der Anforderung eine Entschädigung zu bezahlen. Wir sehen also, aufgrund eines Verteidigungsfalles und aufgrund der Notstandgesetze kann man alles, quasi alles requirieren, alles beschlagnahmen, bis zum privaten Fahrzeug. Das sollte man einfach wissen. Alles dazu, auch die gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen in meinem Buch Vorsicht, Enteignung, das auch alle Hintergründe zu diesen Gesetzesvorlagen enthält. Ihr könnt meinen kostenlosen Newsletter abonnieren auf www.michaelkrann.de. In der Beschreibung sind wie immer die Links zu den Publikationen enthalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig aufklären. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Krann.